Das Sportforum Leipzig. Hier schlägt das Herz des Leipziger Sports. Seine Zeit als modernes Sportareal begann 1868. Zuerst wurde das Neue Schützenhaus von der Leipziger Schützengesellschaft errichtet. Danach folgten 1892 die Sportanlage Sportplatz Leipzig und die Turnhalle des Leipziger Turnvereins der Westvorstadt. Früher nannte man das Gebiet Frankfurter Wiesen. Schon am Ende des Mittelalters wurde hier Sport getrieben. Die Leipziger Schützengesellschaft veranstaltete Festschießen und Volksfeste. In den Lehmgruben der Ratsziegelei badeten Menschen. Im Winter waren die vielen Gewässer zugefroren, so dass man dort gut Eislaufen konnte. Die Frankfurter Wiesen waren ein Auen- und Überschwemmungsgebiet und etwa 2 Kilometer breit. Sie lagen zwischen Leipzig und Lindenau. Hier gab es einen Dammweg. Mindestens ein bis zweimal im Jahr wurde das Auengebiet überschwemmt. Seit 1850 lebten immer mehr Menschen in Leipzig. Sie brauchten mehr Platz. Deswegen wurden die natürlichen Verläufe der Flüsse und die Landschaften verändert. Auch die Frankfurter Wiesen waren davon betroffen. Die Stadt plante große Baugebiete und sogar ein neues Stadtzentrum für Leipzig. Doch diese Pläne wurden nicht umgesetzt. In den 1920er Jahren entschied Leipzig, die Frankfurter Wiesen hauptsächlich für den Sport zu nutzen. Daher kamen in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg weitere Sport- und Freizeiteinrichtungen dazu, zum Beispiel die Sportanlage des Turn- und Sportvereins 1867 und der Universität Leipzig, die heute als Nordanlage bekannt ist. Nicht weit davon öffnete 1926 das Poseidonbad. Ein anderes Schwimmbad, der sogenannte Lido, entstand 1922 an der Ostseite des Elsterbeckens. Weiterhin gab es ein Bootshaus mit einer Tribüne und einer Regattastrecke. Auch Segelsportler kamen bis in die 1930er Jahre zum Elsterbecken. Ein neuer Schützenhof eröffnete 1920 an der heutigen Hans-Driesch-Straße. 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges war es dann soweit. 1950 begannen die Bauarbeiten für das Sportforum Leipzig. Als erstes Gebäude wurde 1952 das Schwimmstadion fertig. Ihm folgte 1956 das Zentralstadion. Es bestand aus den Trümmern des Krieges und wurde in nur 15 Monaten gebaut. Es bot 100.000 Zuschauern Platz und zählte damals zu den größten Stadien auf der Welt. In den folgenden Jahren wurden im Sportforum weitere Orte für den Sport gebaut. Bei vielen halfen die Leipzigerinnen und Leipziger freiwillig mit. Auch die Deutsche Hochschule für Körperkultur und Sport, kurz DHFK, wurde hier 1952 errichtet. Sie wurden von der DHFK bis 1990 genutzt. Danach zog die Universität Leipzig mit der Sportwissenschaftlichen Fakultät ein. Das Sportforum war bis 1990 ein Ort für sehr viele Sportveranstaltungen und Wettkämpfe. Zudem fanden im Zentralstadion und auf der Festwiese zwischen 1954 und 1987 alle Turn- und Sportfeste der DDR statt. Ab dem Jahr 2000 wurde hier vieles verändert, saniert und neue Gebäude errichtet. 2002 eröffnete die Mehrzweckhalle Arena Leipzig, die heute Quarterback Immobilien Arena heißt. Im gleichen Jahr wurde das Zentralstadion nach Umbau wiedereröffnet. Es war nun ein Fußballstadion, in dem 45.000 Zuschauer Platz fanden. Ein Höhepunkt war die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.
Hier war das Stadion in Leipzig einer der Spielorte. Seit 2010 heißt das Stadion nun Red-Bull-Arena Leipzig. Das Herz des Leipziger Sports. Es wird auch in Zukunft hier weiter schlagen. Sportroute Leipzig digital. Ein Projekt des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Sportmuseum Leipzig 2023. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Barrierefreie Umsetzung mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen (DZB Lesen) Leipzig